Hallo, liebe Wanderfreunde. Hallo. Wir haben es wieder getan. Wir sind wieder im Spreewald. Und zwar heute in Radosch. Radosch liegt ein paar Kilometer südöstlich von Lübbenau, aber etwas abseits der Touristenhochburgen Lede und Wutschowska. Hier zeigt sich der Spreewald ein bisschen von seiner beschaulicheren Seite. Wir haben uns heute einen Rundweg ausgesucht von etwa 9 Kilometern und folgen dabei zum großen Teil einem Moorlehrpfad. Und am Ende werden wir noch den Schwarzen Berg besteigen, die höchste Erhebung hier in der Region. Um die Entstehung dieses Berges rankt sich eine Sage um einen Riesen, die werde ich euch dann später erzählen. Ja, dann würde ich sagen, jetzt gehen wir erstmal los. Ja, machen wir. Auf geht's, gleich nach dem Intro. Wir beginnen unsere Wanderung am Naturhafen in Radosch. Wieder eine der vielen Brücken hier im Spreewald. Aber diese Holzbrücken, finde ich, die sind besonders dekorativ. Guten Morgen. Dieser Löffel des Berliner Künstlers Gregor Krampitz symbolisiert, dass wir die Suppe, die wir der Natur eingebrockt haben, selber wieder auslöffeln müssen. Dies bezieht sich im Speziellen auf die zunehmende Verockerung der Spree. Komoot schlägt vor, jetzt nach rechts zu gehen, um dort eine Runde um den Kosserteich zu drehen. Da das Ufer aber sehr stark verkrautet sein soll und es nach dem gestrigen Regen alles sehr nass ist, entscheiden wir uns, dieses kleine Extra auszulassen. Wir überqueren die Radoscher Kahnfahrt und gehen weiter Richtung Südumfluter.
Das ist der gesamte Spreewald. Wir waren mit euch schon in Köthen, in Großwasserburg, in Schlepsig, in Burg, in Leede bei Lübbenau und heute in Radusch. So, jetzt sind wir am Schwarzen Berg. Der ist zwar nur 65 Meter hoch, aber immerhin die höchste Erhebung hier in der Gegend. Ja, und wie ist er nun entstanden und wie kam er zu seinem Namen? Der Sage nach kam vor vielen Jahrhunderten ein Schneider von seiner Wanderung zurück nach Radusch und musste feststellen, dass ein Riese die Gegend tyrannisierte. Und so schlug der Schneider einen Wettkampf vor. Der den meisten Sand in seinen Stiefeln hatte, durfte bleiben und der andere müsse gehen. Der Schneider war überzeugt, dass er durch seine jahrelange Wanderung genug Sand gesammelt hatte. Und so schüttelte das Schneiderchen seine Stiefel aus und es waren aber am Ende nur 2 kleine Sandhäufchen da. Und der Riese musste herzhaft lachen. Und dann hat der Riese seine Stiefel ausgeschüttet über dem Schneider. Und mit dem vielen, vielen Sand, der aus seinen Stiefeln rieselte, hat er den Schneider begraben. Und da entstand dieser Berg. Die Bevölkerung war so traurig, dass der Schneider nun gestorben ist, dass sie den Berg Schwarzen Berg genannt haben, obwohl er aus weißem Sand besteht. Nur wisst ihr Bescheid. Und jetzt werden wir den Schwarzen Berg erklimmen. Genau. So, wir erklimmen jetzt den Schwarzen Berg. Eine Unterkunft, bisschen luftig. Und noch eine Hütte. Was ist das? Ein Hocker für unterwegs. Ich glaube, hier wohnt jemand. Ist ja hier ein toller Biwakplatz. Ja. Die Tour liegt rechts von dir in 50 Metern. Ist jemand drin? Weiß ich nicht. Das sieht aus, als ob hier jemand lebt. Traue mich nicht in den Wagen reinzugucken. Ne? Guck mal an, hier lebt keiner. Das ist ein Waldhotel. Tour. Die Navigation wird fortgesetzt. Das sogenannte Waldhotel. Mal gucken, wie man zu Hause ist.
Jetzt haben wir das Rätsel gelöst. Wir sind nur von der falschen Seite aufgestiegen. Hier steht das Schild. Waldhotel zum Kuckuck am Schwarzenberg ist ein Waldkindergarten. Hier können die Kinder den Wald erleben und etwas lernen. Also ist der Riese doch irgendwann vertrieben worden und jetzt herrschen die Zwerge auf dem Berg. So, wir haben den Gipfel erklommen. Hier ist das Gipfelkreuz. So extrem hoch hier. Die Luft wird immer dünner. Sogar mit Gipfelbuch. Wie geil ist das denn? Alles da. Sehr cool, ja. Na, dann werden wir uns mal für unsere Mühen eintragen. Hier geht es steil bergab. Und hier kann man die Sage vom Schwarzen Berg noch mal nachlesen. Was ich euch vorhin in kurzen Worten erzählt habe, steht hier noch mal ganz ausführlich. So sah der Riese aus. Auf dem Weg zurück zum Kahnhafen in Radosch kommt man an solchen Holzkunstwerken vorbei, aus alten Baumstämmen hier gearbeitet. Ein Fisch als Bank. Hier gibt es auch eine Alpaka-Farm. Nun sind wir wieder am Radoscher Naturhafen angekommen. So, wir sind wieder zurück in Radosch. Kleines Fazit. War eine schöne, kleine, entspannte Runde. Ganz leicht zu, nicht anstrengend. Ein paar kleine Highlights hat es auch gegeben. Also wir können die weiterempfehlen. Auf jeden Fall. Für alle Altersklassen geeignet. Ich stelle den Link auch unter das Video und dann könnt ihr das gerne mal nachlaufen. So, sonst fällt mir jetzt nicht mehr ein. Nee, mir auch nicht. An dieser Stelle dann vielen Dank fürs Dabeisein und tschüss, bis zum nächsten Mal. Genau, von mir auch. Macht's Tschüss. gut. Tschüss.